Herzlich willkommen zum Keyhelp Administrator Tutorial. In diesem wollen wir uns dem Bereich Systemstatus zuwenden. Dieser ist unterteilt in 5 Bereiche. Zunächst der Bereich Protokolle. Mit dem Klick auf Protokolle erhält man das Anzeigefenster für die einzelnen Keyhelp-Protokolle. Die Keyhelp-Protokolle stellen Logdateien für die einzelnen Aufgaben und Wartungsarbeiten dar, zum Beispiel entsprechend das Panel Update Log. Die einzelnen Protokolle sind in einem Dropdown-Menü aufgeführt und können darüber ausgewählt werden. Hierzu ist ein beschreibender Klarname ersichtlich und der entsprechende Log-Dateiname, wie dieses Log im System unter varlog keyhelp zu finden ist. Für die Fehlersuche, das wahrscheinlich am häufigsten benötigte Log, ist das Update-Log, die Aufgabenbearbeitung. Diese Wartungsaufgabe ist, wie in dem vorangegangenen Tutorial erläutert, die wichtigste Keyhelp-Aufgabe und läuft üblicherweise einmal pro Minute. Diese Aufgabe ist auch dafür verantwortlich, gegebenenfalls andere Aufgaben auszulösen. Wenn zum Beispiel ein Benutzer angelegt wird, so kann man die einzelnen Schritte, welche Keyhelp dafür im System vornimmt, dann in diesem Protokoll finden. Neben den Aufgaben- und Wartungsprotokollen sind auch die Backup-Protokolle in diesem Dropdown-Menü zu finden. Hierbei wird unterschieden zwischen den Server-Backups und den User-Backups. Bei den User-Backups ist entsprechend der zugehörige Benutzername immer mit im Protokollnamen aufgeführt. Unter Servermeldungen verzeichnet Keyhelp Infos, Warnungen oder Fehler, welche bei Aktionen innerhalb von Keyhelp ausgeführt werden. Übliche Infos wären jetzt zum Beispiel Änderungen an den VHost-Einstellungen, geänderte DNS-Einstellungen, eine E-Mail-Adresse wurde hinzugefügt oder entfernt, es wurde ein Update vorgenommen, zum Beispiel von den PHP-Interpretern. Nähere Informationen zu den Servermeldungen ist dann jeweils auch den entsprechenden Protokollen zu dieser Aufgabe zu entnehmen. Unter Apache Server Status liefert Keyhelp die Übersicht des Apache Server Status Plugins, in welchem die einzelnen Verbindungen zum Webserver aufgeführt werden, entsprechend nach IP-Adresse, angefragter URL, angefragtem VHost, dem genutzten HTTP-Protokoll sowie einigen Ressourceninformationen und der Prozess-ID des Apachen, welcher die Anfrage gerade bearbeitet. Hier wäre dann auch ersichtlich, wenn zum Beispiel der Apache ein Verbindungslimit erreicht, weil alle Verbindungen ausgeschöpft sind. Neben der tabellarischen Übersicht der einzelnen Verbindungen ist im oberen Bereich auch noch eine Statistik, zum Beispiel zur Server-Uptime, zu sehen. Auch zeigt die Statistik an, wie viele Anfragen pro Sekunde der Apache momentan zu bearbeiten hat. Mit Klick auf E-Mail-Warteschlange erscheint eine tabellarische Übersicht der E-Mail-Warteschlange. Hier ist entsprechend direkt in Keyhelp deren Einsicht möglich. Die entsprechende ID gibt die Warteschlangen-ID an. Mit dieser wäre im System über SSH dann zum Beispiel mit Postcat auch noch eine genauere Analyse der jeweiligen E-Mail möglich. Des Weiteren in der Tabelle angegeben sind der Absender, der Empfänger, das Ankunftsdatum und das Alter, das angibt, wie lange die E-Mail schon in der Warteschlange liegt. Des Weiteren noch die Größe der E-Mail. Über Keyhelp ist es ja außerdem möglich, bestimmte E-Mails zu löschen oder die komplette Warteschlange leeren zu lassen. Mit dem Punkt Aktive Sitzungen, welcher im Systemstatusmenü unter E-Mail-Warteschlange zu finden ist, sind die momentan aktiven Keyhelp-Sitzungen für den Panel-Login aufgelistet, entsprechend nach dem eingeloggten Benutzer. In der tabellarischen Übersicht der Sitzungen ist der eingeloggte Benutzer ersichtlich, dessen Benutzerrolle, die IP-Adresse, von der der Login ausgeht, die Anmeldezeit zu dieser Sitzung und die Untätigkeitszeit, das heißt die Zeit, seit welcher die letzte Aktion des fraglichen Benutzers erfolgte. Darunter aufgeführt sind auch aktive FTP-Sitzungen und die Uptime des FTP-Serverdienstes. Soweit zum Bereich Systemstatus. Ich bedanke mich für das Interesse an diesem Tutorial.